Ich habe ja mal salopp gesagt, solange dieses Weibergeschacher dort oben ist, wähle ich keine CDU mehr. Was ich nicht verstanden habe, war von Herrn Merz, dass er von vornherein ein Sprechen mit der AfD ausgeschlossen hat. Warum haben Sie es nicht verstanden? Ja, weil wenn wir in einer Demokratie sind, wenn ich sage, bei mir zu Hause... Hey Leute, willkommen in der Realität. Wenn selbst bekennende CDU-Wähler plötzlich sagen, die AfD ist die einzige Partei, die noch auf dem Boden der Demokratie steht, dann weißt du, in diesem Land läuft was richtig falsch. In der ARD-Sendung passiert genau das. Ein erfolgreicher Unternehmer, jahrzehntelang CDU, stellt sich öffentlich hin und springt der AfD bei. Was er sagt, trifft viele Zuschauer mitten ins Herz und entlarvt nebenbei das ganze politische Theater. Vergesst nicht zu liken, abonnieren und zu kommentieren, bevor uns der nächste CDU-Wähler überrascht. Auf geht's! Aber das klingt übrigens ein bisschen wie Friedrich Merz manchmal klingt. Also keine 4-Tage-Woche, mehr Leistung, länger arbeiten, solche Dinge. Sind Sie ein Merz-Fan? Glauben Sie, dass der jetzt Deutschland in Ich habe ja mal salopp gesagt, solange dieses Weibergeschacher dort oben ist, wähle ich keine CDU mehr. Ich wähle erst wieder CDU, wenn der Herr Merz zurückkommt. Sie meinen Angela Merkel mit Weibergeschacher? Ja, da war noch Kramp-Karrenbauer und alles, da haben die mal so ein bisschen rumgekämpft und dann habe ich gesagt... Sie nehmen das unter Generationen reden anders über Frauen? Ja, ich habe es ein bisschen salopp gesagt, aber man muss nicht alles wörtlich nehmen, was ich so sage. Und dann haben Sie Merz gewählt und erwarten Sie das? Und dann habe ich gesagt, ich wähle erst wieder die CDU, wenn Herr Merz zurückkommt. So, Sie haben ihn gewählt. Wird er das jetzt schaffen? Selbstverständlich. Mit der Wirtschaftswende, so wie er es jetzt angeht? Glauben Sie das? Was soll er tun? Also ich traue ihm zu, dass die Probleme, die im Moment sind oder die er angeht, dass er die auch lösen wird. Was ich nicht ganz verstanden habe, ist, wir sind in einer Demokratie. Ich bin ein konstanter CDU-Wähler. Ich habe mal irgendwann Herrn Kretschmann die Stimme gegeben, weil er im Prinzip der beliebteste Ministerpräsident war. Aber sonst bin ich CDU-Wähler. Was ich nicht verstanden habe, war von Herrn Merz, dass er von vornherein ein Sprechen mit der AfD ausgeschlossen hat. Warum haben Sie es nicht verstanden? Ja, weil wenn wir in einer Demokratie sind, wenn ich sage, bei mir zu Hause, ich würde mit allen, die in die Gewerkschaft eintreten, mit den Mitarbeitern spreche ich nicht, dann wird man sagen, das geht doch nicht. Wissen Sie, ich sage jetzt mal, wir müssen mit allen sprechen und wir müssen vor allem sprechen, damit wir keine Probleme müssen besprochen werden und wir müssen nicht aufbauen und sagen, mit dem spreche ich nicht, mit dem. Das habe ich nicht ganz verstanden, aber ich sage mal, wir müssen mit allen sprechen. Verstehen Sie das? Also Sie sind ja CDU-Mitglied seit einem Jahr und Sie sind auch regional aktiv für die CDU. Verstehen Sie, dass die CDU mit der AfD nicht zusammen sprechen, glaube ich, ist noch was anderes, arbeiten will? Gut, ich glaube, da gibt es gewisse Gründe, die natürlich auch inhaltlicher Natur sind, die das ausschließen, ja. Und reden Sie ab und zu mal darüber? Da reden wir auch drüber, ja. Das ist am Rande, das wird bei uns, mich geht das ja nicht. Finden Sie es denn gut, dass Ihre Tochter politisch aktiv ist? Bitte? Finden Sie es gut, dass Ihre Tochter politisch aktiv ist? Ich hätte das jetzt nicht unbedingt von ihr verlangt, aber wenn sie es machen will, selbstverständlich ich war nie in der Politik tätig, weil ich bin neutral und kann sagen, was ich will. Und wenn sie bei der CDU ist, dann ist sie etwas eingeschränkt, dann kann sie ihre Meinung nicht mehr so frei sagen. Sehen Sie das so? Also es gibt ja einen Grund, warum Sie jetzt aktiv geworden sind, nehme ich an. Genau, also der Grund war, es ist ja so, dass viele sich ja auch mal wieder beschwert haben, auch aus Unternehmerseite, aus der Wirtschaft, dass, sage ich mal, gewisse Dinge nicht vorangehen oder gewisse Dinge nicht gemacht werden im Land. Und dann sagt man ja, okay, man kann ja nicht immer sich nur beschweren, sondern sollte dann vielleicht auch selbst mal sich dafür interessieren oder vielleicht dafür einsetzen. Und da haben mein Bruder und ich beschlossen, mein Bruder ist auch sehr politikinteressiert, hat er gemeint, okay, wenn dich das interessiert, dann unterstütze ich dich da, weil er muss mich ja dann auch gewisse Freiräume lassen. Also wir sind ja in einer Doppelspitze, was angenehm ist. Aber und Politik ist immer so Feierabendarbeit. Ja, also das geht schon. Also ehrenamtlich im regionalen Bereich geht das schon, aber er hat mich da auch sehr stark unterstützt. Und, ja. Wie blicken Sie auf diese neue Regierung Merz und das, was Sie wirtschaftlich vorhaben? Zum Beispiel die Steuerentlastung, also Körperschaftssteuerentlastungen sind verschoben auf 2028, glaube ich, ist es. Und da auch nur in kleinen Schritten. Richtig oder falsch?
Gut, ich denke, die haben sich einiges vorgenommen. Das muss jetzt natürlich nach und nach kommen. Wo wir uns vor allem was erhoffen, ist in Zeiten des demografischen Wandels und in Zeiten des Fachkräftemangels, den wir ja auch stark spüren, dass hoffentlich es bald natürlich auch, sage ich mal, für Rentner zum Beispiel attraktiver ist, vielleicht noch länger zu arbeiten, dass diese Dinge einfach auch den Arbeitsmarkt attraktiver machen wieder. Und da setzen wir vor allem drauf. Sie beschäftigen, glaube ich, 1200 Menschen aus 42 Nationen, haben auch Flüchtlinge angelernt, näher aus Syrien und Afghanistan, wenn ich das weiß. Also ohne diese Menschen könnten Sie nicht gut arbeiten? Also ja, wir haben viele Menschen aus verschiedenen Ländern bei uns, über 42 Nationen. Und was das Schöne ist sag ich mal, Nähen ist ja bei uns in Europa nicht mehr dieser Beruf, den man also nicht wie vor 30, 40 Jahren, als es noch sehr viele Näherinnen, vor allem Näherinnen in Deutschland gab, mittlerweile eben nicht. Und aus diesen Ländern kamen vor allem die Männer, die Schneider gelernt haben oder Schneider waren. Und die wurden uns dann aus ganz Deutschland eben vermittelt und haben jetzt auf der Schwäbischen Alb eine Heimat gefunden. Ja. Ich habe gelesen, es gab bei Ihnen auch eine Abschiebung eines Mitarbeiters. Wie war das für Sie? Das war ein trauriges Kapitel unserer Politik. Das war ein Syrer, der bei uns aus Afghanistan. Pakistan? Nein, Pakistan, Ja, aus Pakistan. Aus Pakistan, der 5 Jahre bei uns bereits war, top gearbeitet hat und dem jetzt sein Aufenthaltsrecht oder was war das, irgendwas, sollte er verlängern und alles. Und wir haben alles unternommen, damit wir den behalten konnten und alles. Und die Mitarbeiter haben Tränen vergossen, als sie sich verabschieden mussten. Und der wurde dann von der Politik, musste er in ein Gefängnis oder was, ja, und wurde da, und wir haben einen Minister geschrieben und alles, und die Frau Ministerin oder die zuständige Ministerin hat sich dann gesagt, also es täte ihr leid, sie könnte da nicht helfen, aber sie würde mal nach Bollardingen kommen und das erklären, und das finde ich natürlich von der Politik undiskutabel, weil ich vorgeschlagen habe, ich würde die gesamte Verantwortung und Haftung für diesen Flüchtling übernehmen, sodass kein Cent irgendwann zur Last an den Staat fällt. Das hat nicht geholfen. Brachte alles nichts, man hat mich verstanden und alles, und der Mann wurde abgeschoben und war ein Top-Mitarbeiter, den wir dringend brauchen oder gerne behalten hätten, war hier. Und jetzt sucht man ausländische Mitarbeiter, und die da sind, da macht man solche Probleme. Das ist jammerschade, und da muss ich ganz offen gestehen, Sie müssen Verständnis haben, wenn ich gesagt habe, als letztes in meinem Leben würde ich als Beruf Politik machen Sie? Wirklich? Würde ich es machen als letztes. Als allerletztes. Also so schlimm ist es, okay. Ich habe eine Frage noch, weil Sie gesagt haben, Sie haben mal Winfried Kretschmann gewählt, der ist ja Grüner. Jetzt bewirbt sich Cem Özdemir, auch ein Grüner. Wählen Sie dann wieder Grün? Also ich habe zunächst gesagt, als das Baden-Württemberg zum ersten Mal eine grüne Regierung bekam. Ja. Es ist eine Schande für unser Unternehmerland Baden-Württemberg, dass wir die erste rot-grüne Regierung haben. Grün. So, und dann 4 Jahre später war der Kretschmann der beliebteste Ministerpräsident. Und dann habe ich gesagt, jetzt gebe ich dem Herrn Kretschmann die Stimme, weil er ist der beliebteste Minister, und wähle indirekt Grün. Aber ich habe hätte nie Grün gewählt ohne Kretschmann. Und nächstes Jahr dann? Und bitte? Und nächstes Jahr dann? Das sicher nicht. Ach so. Generationen. Vielen Dank für den Einblick in die Firma, in die Familie und auch in die diffizilen Fragen von Fachkräften und Abschiebungen. Herzlichen Dank. Bonita Grupp, alles Gute für Sie. Vielen Dank, Wolfgang Grupp, dass Sie heute hier waren. Wir sind am Ende der Sendung. Wenn sogar ein Unternehmer wie Wolfgang Grupp, jahrelang CDU-Wähler, wirtschaftlich erfolgreich, absolut bürgerlich, sich hinstellt und in aller Deutlichkeit sagt, die AfD ist demokratischer als die da oben, da muss jedem klar werden, wie kaputt dieses Parteisystem inzwischen ist. Und was macht die Runde? Sie zuckt, sie schweigt, kein Widerspruch, kein Argument, nur bedrückte Gesichter. Warum? Weil sie wissen, dass der Mann recht hat. Wenn ein Mann wie Grupp die Schnauze voll hat, dann nicht wegen Populismus oder Parolen, sondern weil er mit klarem Blick sieht, was hier gerade schief läuft. Energiepolitik, Meinungsfreiheit, Wirtschaft, Migration, alles wird an die Wand gefahren. Und dann kommt da eine Partei wie die AfD, die genau diese Dinge anspricht. Und was passiert? Statt Diskussion gibt's Diffamierung. Doch Grupp
hat in einem Satz die ganze Blase zum Platzen gebracht. Ehrlich, unaufgeregt, aber mit voller Wucht. Und genau deshalb war dieser Moment stark. Wenn sogar CDU-Wähler sagen, die AfD ist das letzte Stück gesunder Menschenverstand in diesem Land, dann wird Zeit, dass mehr Menschen hinhören. Schreib in die Kommentare, was sagst du zu Krupps Aussage? Ist das bürgerliche Lager endgültig bei der AfD angekommen? Teile dieses Video, damit auch andere sehen, wie brüchig das alte Parteikartell inzwischen ist. Und wer meine Arbeit unterstützen möchte, kann das gerne über Supertanks oder PayPal tun. Der Link ist wie immer unten in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal. Bleibt kritisch, bleibt laut.